heute schrauben wir mal wieder an unserem Audi C4. Das ist doch noch Blech, oder? Er bekommt heute neue Manschetten an der Vorderachse. Ich habe gleich einen ganzen Satz gekauft. Da ist nicht nur die Manschette, sondern das Fett, die neue Schraube, ganz wichtig, Tellerscheibe, Sicherungsring und die Oettinger-Schellen sind mit dabei. So, die Reparatur hat so ein paar Knackpunkte. Und zwar muss diese Zentralschraube hier auf, also die Nabenschraube hier. Die Achsmutter machen wir auch gleich auf, dann haben wir nachher mehr Platz. Aber an dem Ding werden wir uns jetzt ein bisschen amüsieren. Da die Schraube verdammt schwer aufgehen wird, das ist 3/4 Zoll Werkzeug. Und einen starren Hebel, dann nehmen wir ein Riesenrohr, dann geht's. Mit halb Zoll Werkzeug ist das schon grenzwertig. So, das Ganze wird nur mit der großen Verlängerung gehen, aber ich werde besser unten gegenhalten. Die erste Runde haben wir schon mal geschafft. Und jetzt geht sie. So, die Radmutter machen wir auch gleich auf. Die sitzen bei fester wie die Zentralschraube. Nur lose machen. Schrauben wir diese hübsche Verkleidung der Achswellen weg. Und eine Schraube sitzt noch verdammt weiter oben. Die obere machen wir auch zuerst raus, die ist am fummeligsten. So, die oberste haben wir schon mal. Mit der weiter. Und die vorderste ist natürlich kein Problem. Jetzt kommen wir an den Flansch hier dran. So, bevor wir jetzt die Schrauben abreißen, müssen wir erstmal die Köpfe sauber machen, dann sitzt das Werkzeug nämlich besser. Zum Öffnen von der Achswelle braucht ihr einen sogenannten Vielzahnschlüssel. Das sind 12 Sternchen und das ist die Nummer 10, am besten in einer langen Ausführung. Okay, versuchen wir unser Glück. Eine. Zwei. Drei. Vier. Hier ist die Welle nun lose, also ich habe zumindest die Schrauben mal aufgedreht. Die Nabenschraube ist auch schon lose. Jetzt können wir das Fahrzeug anheben. So, hoch mit dem kleinen Teilchen. Jetzt legen wir unten schön Holz drunter, dass da nichts passieren kann. So, machen wir das Rädchen runter. Und weg kann das Rädchen. Jetzt können wir die Welle vollständig abnehmen. Eine Schraube noch. So. Den ABS-Sensor ziehen wir ein Stück zurück. Die Frage ist, wie wir hier rauskommen. So, und jetzt kommen wir hier allmählich raus. Jetzt drehen wir das Rad noch ein bisschen, dann sind wir außen. Hier so raus. So, hier war sie kurz vorm Durchreißen. Das war jetzt allerhöchste Zeit. Spannt die Welle in den Schraubstock ein, dann nimmt er einen Schraubenzieher, hakt diese Schellen hier aus. Und die erste Seite, einmal mit dem Schraubenzieher drunter und dann haben wir es. So, die zweite Seite. Um das Gelenk vom Lager zu bekommen, gibt es jetzt einmal die russische Methode. Großen Hammer, das Ding abschlagen, wird aber sehr kompliziert. Oder man macht es wie Volkswagen oder Audi. Es gibt hier einen Dorn, das ist ein 16 x 1,5 Gewinde und der drückt das Gelenk ab. Habe ich mir mal selbst gedreht. Gerade ansetzen, drehen, drehen, drehen und dann geht es mit der und schon ist das Gelenk außen. So, wir sehen, wie einfach das geht. Vorsprung durch Technik. Die Manschette kann raus. Seht ihr? Hier ist der Sicherungsring. Und der war gebrochen. Den hat es jetzt verrissen,
als ich das Lager rausgemacht habe. Ist aber kein Problem, beim neuen Satz ist ein neuer dabei. Jetzt müsst ihr das Kunststoffteil hier abnehmen. Und interessanterweise fehlt es auch immer bei dem Febi-Satz. Dann kommt die Tellerscheibe, die Rundung ist so, die ist auch eine neue dabei. Und das war es dann schon. Zuerst kommt die Oettinger-Schelle drüber, dann kommt die Manschette drüber. Danach kommt die Tellerscheibe, so rum. Und der Kunststoffring in dieser Richtung. So, da steht das Gelenk dann nachher wieder an. Und jetzt könnt ihr mit einer Sicherungsringzange das hier draufsetzen. Spreizen, irgendwann springt er dann drauf. Dann noch ein kleiner Klack und er ist drin. Da die Manschetten noch relativ neu waren, sie gehen ja schon nach wenigen Jahren kaputt, ist das Fett im Gelenk noch gut. Es war ja auch nicht gebrochen, das heißt wir brauchen das Gelenk an sich nicht reinigen. Sprich, wir nehmen das jetzt gerade, machen ein bisschen neues Fett dazu und dann setzen wir es wieder auf. Kommt da ein bisschen rein, ein bisschen hier auf die Welle. Dann setzen wir das Gelenk wieder auf. So ungefähr müsste es was werden. Und das Gelenk einschlagen. Jetzt sitzt es. Jetzt können wir die Manschette drüber machen. Nee, das muss so zu Kuh gehen. Aber die Schasche ist ziemlich verdreht. So, die sitzt schon mal gut. Wenn beide stramm sitzen, dann können wir sie anziehen. Zum Anziehen braucht ihr eine Spezialzange. Und zwar ist das so eine Ohren-Niederhalterzange, wo einmal die Klemme drückt und aber gleichzeitig da unten gegenhält. Also mit einer Beißzange ist das suboptimal. Die hier noch drücken und die Welle sitzt. Das gleiche hier nochmal. Und die Welle sitzt. Da geht nichts mehr runter, da ist alles dicht. Die Welle lief schon bis zum Mond und ist fast auf dem Rückweg zur Erde. Die hat nämlich 500.000 Kilometer runter. Und die innere Gummi ist noch original. Nichts gerissen, alles noch sauber. Den Eltern habe ich vor ein paar Jahren ausgetauscht. Und so sieht der Schrott aus, den die dir im Teilehandel verkaufen. Und schon können wir die Welle wieder einbauen. So, auf die Verzahnung hier machen wir Fett. Können wir das Fett von der Manschette nehmen, also irgendein Molybdendisulfatfett. Hier können wir auch Fett draufsetzen. Fädeln wir wieder genauso ein, wie sie rausgegangen ist. Nämlich die einzigste Chance, das Mischding reinzukriegen. Dann da oben übers Getriebe und jetzt muss es hier ganz okay. So, wir sind wieder drin. So, von innen mal eine Mutter drauf, eine Schraube drauf natürlich. Beim Zusammenbau brauchen wir auf jeden Fall eine neue Schraube. Und wenn man richtig sitzen muss, die jetzt gerade so reinflutschen. Sieht gut aus. Lustigerweise ist das jetzt eine Imbusschraube und keine Sechskant mehr, aber was soll's. Alle Schrauben hier rein. Sind insgesamt 6 Stück. Und die letzte. Ja, wir ziehen es jetzt alle der Reihe nach mal an, dass der Flansch sitzt. Auf der anderen Seite eine. Die hier. So immer schön reihum. Erstmal ein bisschen anziehen. Schön über Kreuz anziehen. So,
Jetzt müsst ihr aufpassen, bei diesem Motor, im 6-Zylinder, hatten die einen 10er Vielzahnkopf. Die werden jetzt mit 77 Newtonmeter angezogen. Habt ihr an eurer Gelenkwelle nur Schrauben im 8er Vielzahn, gibt es nur 45 Newtonmeter. Eine. Und jetzt kommen wir natürlich mit dem Drehmomentschlüssel wahrscheinlich nicht an jeder Ecke bei. Ja, jetzt müssen wir die Welle drehen. Gang raus. Dann können wir jetzt nämlich ein Stück weiter drehen. Die hatten wir auch schon. Gang raus. Gang rein. Jetzt kommt die hier dran. Ziehen wir die an. Markieren sie, dass wir sie nicht vergessen. Dann die auf der Gegenseite. Gang raus. Die Welle einmal rum. Gang rein. Wenn wir jetzt die anziehen, haben wir immer die, kommen wir gut dran mit dem Drehmomentschlüssel. Markieren sie, dass wir sie nicht vergessen. Das müsste man eigentlich alle haben. Nach der Arbeit entspannen wir den Drehmomentschlüssel. Wenn wir angezogen haben, können wir auch gleich die Verkleidung installieren. Also mal eine Schraube rein. So, und die dritte wieder da oben versteckt im Loch. Einfach auf eine Nuss setzen und dann kann man da munter drehen. Die Dinger haben auch tolle Gewinde. Zu der Zeit hat Audi noch echte Autos gebaut. Heute werden da ein paar Klipse dran. Wir ziehen die Schrauben moderat an. Das genügt also vollkommen, wenn ich da mit der Viertel-Zoll-Ratsche die anziehe. Gut ist. Den ABS-Sensor drücken wir auch wieder drauf. Wir ziehen die Nabenschraube mal gut fest. Der Hauptanzug erfolgt nachher, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht. Da ich vorhin mit den fertigen Fingern auf die Bremsscheibe gekommen bin, geben wir dem Ding noch ein bisschen Bremsenreiniger. Dann alles wieder schön sauber. So, kann das Rad wieder drauf. So ein Hauch Öl kann bei den Schrauben nicht schaden. Die Drehmomente gelten nämlich für leicht geölte Schrauben. Und die sind schon verdammt trocken. Bei der letzten Schraube kann auch der Montagestift wieder raus. Wir ziehen die Schrauben mal so fest, wie das geht. Dann langsam runter. Zuerst mal 120 Newtonmeter für die Radschrauben. Einmal im Stern rum. Die innere bekommt nämlich 190 Newtonmeter von den Anfang. So, und jetzt wird spannend. Also 190 Newtonmeter. Das waren 190 Newtonmeter. Aber jetzt noch eine halbe Umdrehung. So, jetzt wird wieder ein bisschen Kraft benötigt. Also Bodybuilding ohne Gitter. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Stopp! So, und die 92 Grad. Noch ein bisschen, 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 noch ein bisschen. Okay. Na gut, ein bisschen noch. Na gut, noch ein bisschen. Okay, das reicht noch. So anstrengend war das. Diese Radkappen sind nichts für die Grobmotoriker vom Reifenhandel. Erstmal muss das aufs Ventil und dann machen die Herren meist folgende Bewegung. Sie machen jetzt Bumm. Habe ich schon 2 Kappen verloren, bis ich zu Hause war. Kostet ja jedes Mal nur 40 Euro. Ich muss jetzt ganz vorsichtig reihum die Dinger hier oben erstmal einsetzen, dass die richtig reinklappen. Und dann hat man eine Chance. Jetzt sitzen die nämlich wie angekettet. Okay. Ihr seht, wenn man die richtigen feinmechanischen Werkzeuge hat, ist der Wechsel der Achsmanschetten gar kein Problem. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.